Tief im kolumbianischen Dschungel fließt ein Fluss, den die Einheimischen die flüssige Regenbogen nennen. Das ist der Caño Cristales, ein Naturwunder, das es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Sein Wasser schimmert in 5 kräftigen Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau und Tiefschwarz. Die Quelle dieser Farbenpracht ist eine Wasserpflanze namens Macarenia clavigera. Sie verändert ihre Farbe je nach Lichteinfall, Wassertiefe und Jahreszeit. Das Phänomen tritt nur wenige Wochen im Jahr auf, wenn der Fluss weder zu viel Wasser führt, noch ausgetrocknet ist. Nur in dieser kurzen Zeitspanne kann man die vollständige Farbpalette beobachten. Zu anderen Zeiten sieht der Fluss wie ein gewöhnliches Gewässer aus. Touristen aus aller Welt versuchen genau zur Blütezeit hierher zu kommen. Doch hinter dieser Schönheit verbirgt sich Zerbrechlichkeit. Menschliche Aktivitäten, Klimawandel, unkontrollierter Tourismus. All das bedroht das Ökosystem. Lokale Guides achten auf die Einhaltung der Regeln. Sonnencremes sind verboten, ebenso das Betreten des Wassers mit Schuhen. Schon ein leichter Eingriff kann das Gleichgewicht stören. Dies ist nicht nur ein wunderschöner Fluss. Es ist ein lebendiger Indikator für den Zustand der Natur und zugleich ein kulturelles Symbol. Die Kolumbianer sind stolz auf dieses Wunder. Es ist Teil der nationalen Identität geworden. Vielleicht liegt es an diesem Kontrast zwischen zerbrechlicher Natur und innerer Stärke, und darin liegt ein Teil dieses Geheimnisses, den wir später erfahren werden. Santa Cruz del Islote, eine Insel, die alle Vorstellungen von Raum und Leben sprengt. Ihre Fläche beträgt nur etwa 1,1 Quadratmeilen, aber hier leben fast 200 Menschen. Es ist einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt und seine Dimensionen sind beeindruckend. Man kann die Insel in weniger als 5 Minuten von einem Ende zum anderen durchqueren. Auf der Insel gibt es keine Polizei, kein Krankenhaus, nicht einmal einen Friedhof. Alle administrativen Angelegenheiten regeln die Bewohner selbst. Bei Bedarf fahren sie zu den Nachbarinseln oder aufs Festland. Hier ist fast jeder Meter bebaut. Haus an Haus, Wand an Wand, Straßen, enge Durchgänge, die nur 2 Fuß breit sind. Die Insel entstand dank Fischern, die vor Jahrhunderten hier zum Übernachten anhielten. Nach und nach bauten sie die ersten Hütten und holten dann ihre Familien nach. Heute gibt es hier eine Schule, ein paar Läden und sogar einen Generator, der mit Diesel betrieben wird. Wasser wird in Kanistern hergebracht. Die Einheimischen leben einfach, fangen Fische, entspannen sich und veranstalten abendliche Treffen. Für Touristen gibt es hier ein Gästehaus. Man kann herkommen, aber nicht für lange, höchstens 10 Tage. Diese Insel ist wie ein Modell einer Gesellschaft im Miniaturformat. Minimaler Platz, maximales Miteinander und eine erstaunliche Ruhe. Aber warum ziehen diese Menschen nicht weg? Warum suchen sie nicht nach mehr Weite? Vielleicht liegt die Antwort nicht nur im Haus, sondern in dem Gefühl der Zugehörigkeit, das wir fast verloren haben. Kolumbien gehört zu den Ländern mit den meisten Schönheitsoperationen weltweit. Jedes Jahr kommen Zehntausende Menschen hierher, um ihr Aussehen zu verändern. Beliebt sind Fettabsaugung, Brustvergrößerung, Facelifting und Kinnkorrektur. Die Gründe sind einfach: hohe medizinische Qualität, erschwingliche Preise und eine besondere Körperkultur. Aber in Kolumbien ist die Schönheitschirurgie mehr als nur Medizin. Sie ist Teil des gesellschaftlichen Drucks. Frauen, besonders in den Städten, empfinden ihr Aussehen als eine Art Visitenkarte. Sogar bei einem gewöhnlichen Spaziergang oder im Supermarkt kann man hier Menschen in makellosem Erscheinungsbild sehen. Schon von klein auf werden Mädchen nehmen Schönheitsideale durch Fernsehen, Wettbewerbe und soziale Netzwerke auf. Diese Bilder, schlanke Figur, ausdrucksstarke Gesichtszüge, perfekte Formen werden dort zum Maßstab. Die Großstädte sind überfüllt mit Kliniken und Werbung für solche Eingriffe begegnet einem buchstäblich an jeder Ecke. Interessant ist, dass der Umgang mit Schönheitsoperationen in Kolumbien nicht stigmatisiert ist. Operationen werden offen in der Familie, unter Freundinnen und am Arbeitsplatz besprochen. Das ist Teil des eigenen Selbstprojekts, das als normal gilt. Doch hinter dieser Fassade verbergen sich Risiken. Von Komplikationen bis hin zur Abhängigkeit von Veränderungen. Und dennoch ist es unmöglich, das moderne Kolumbien zu verstehen, ohne seine Besessenheit vom Äußeren zu sehen. In einer Gesellschaft, in der ein schönes Äußeres Türen öffnen kann, wird Ästhetik zur Währung. Dieser Körperkult ist keine Oberflächlichkeit, sondern ein Spiegel der sozialen Dynamik. Und vielleicht ein Hinweis auf eine tiefere Wahrheit über das Land. Kolumbien ist heute eine der beliebtesten Destinationen für Auswanderer, besonders für Rentner, Freiberufler und Remote-Arbeiter. Der Grund? Offensichtlich sind die Lebenshaltungskosten hier um ein Vielfaches niedriger als in den USA, Kanada oder Europa. Und das bei hervorragendem Wetter, leckerem Essen, freundlichen Menschen und einer lebendigen Kultur. In Medellin, Bogotá und anderen Städten kann die Miete für eine Wohnung zwischen $300 und $500 pro Monat liegen.
Ein Mittagessen kostet $2 bis $3, eine Haushaltsreinigung $15 pro Tag. Und mit $1000 im Monat kann man nicht nur überleben, sondern komfortabel leben. Diese Zahlen ziehen diejenigen an, die das Tempo drosseln, dem grauen Alltag entfliehen und einen neuen Lebensstil entdecken wollen. Jedes Jahr wächst in Kolumbien die Expat-Community. Sie schreiben Blogs, veranstalten Führungen und eröffnen Cafés. Aber das Leben in Kolumbien besteht nicht nur aus tropischen Früchten und Partys, Sprachbarrieren, Visaprobleme, lokale Gegebenheiten, all das erfordert Anpassung. Ohne Spanischkenntnisse kann man sich isoliert fühlen. Außerdem die Sicherheit. Eine wichtige Frage. Es gibt Gegenden, in denen Touristen besser nicht auftauchen sollten. Und obwohl die Großstädte sicherer geworden sind, bleiben Taschendiebstähle und Betrügereien eine Bedrohung. Dennoch nennen Tausende von Menschen Kolumbien ihr neues Zuhause. Und das alles, weil man hier zwischen dem Grün, den Rhythmen und den Lächeln wieder das Gefühl haben kann, wirklich zu leben. Kolumbien produziert bis zu 80% aller Smaragde weltweit. Und das sind nicht einfach nur Steine, sondern Edelsteine, die einzigartig in Farbe und Reinheit sind. Die bekanntesten Minen befinden sich in Boyacá und Muzo, Orten, an denen Smaragde bereits seit Hunderten von Jahren abgebaut werden. Doch hinter dem Glanz der grünen Kristalle verbirgt sich eine Geschichte voller Risiko, harter Arbeit und Macht. Der Smaragd ist in Kolumbien nicht einfach nur ein Schmuckstück, sondern ein Symbol. Er schmückte die Kronen von Kaisern, wurde auf internationalen Auktionen gehandelt und war Anlass für Konflikte. In der Blütezeit des illegalen Abbaus wurden ganze Regionen von der Mafia kontrolliert. Und die Minen verwandelten sich in Kampfzonen. Heute hat sich die Situation stabilisiert. Viele Minen arbeiten legal, mit Lizenzen und staatlicher Kontrolle. Doch trotzdem herrschen hier eigene Regeln. Ein Arbeitstag kann bis zu 10 Stunden dauern, die Sicherheit ist minimal, die Technik veraltet. Ein Teil der Smaragde verlässt das Land über offizielle Kanäle. Doch viele werden illegal verkauft. Die Steine werden mit gefälschten Papieren oder über Mittelsmänner ausgeführt. So gelangen sie auf den Schwarzmarkt und verlieren ihre Geschichte und Herkunft. Dennoch bleiben die Smaragde der Stolz des Landes. Ihre Farbe ist dunkelgrün, tief wie der Dschungel, in dem sie geboren wurden. Jeder Stein ist wie ein kleiner Tropfen Kolumbiens selbst. Schön, hart, voller Geheimnisse. Und vielleicht liegt gerade in diesen Minen, wo die Erde Reichtum und Gefahr zugleich gebiert, ein Teil der Antwort darauf verborgen, wie das Land gelernt hat, zwischen Licht und Schatten zu balancieren. Medellin, eine Stadt, deren Name früher Angst einflößte. In den 90er Jahren galt sie als eine der gefährlichsten der Welt. Das Zentrum von Pablo Escobars Imperium, der Drogenkartelle und Straßenkriege. Heute jedoch ist es ein Beispiel für Transformation, über das sogar bei den Vereinten Nationen gesprochen wird. Nach dem Tod Escobars und dem Zerfall seines Kartells starteten die Behörden ein groß angelegtes Erneuerungsprogramm. Statt Säuberungen, Aufklärung, statt Angst, Kultur. Die Stadt baute Seilbahnen für die armen Viertel, eröffnete Bibliotheken, Kulturzentren und investierte Millionen in Bildung. Wer ist für die 13? Einst ein Zentrum der Gewalt ist es zu einem kulturellen Knotenpunkt geworden. Straßenkünstler erzählen die Geschichte des Viertels an den Wänden. Tänzer geben Workshops, Musiker spielen direkt auf den Treppen. Touristen kommen nicht aus Neugier, sondern aus Respekt. Medellin ist nicht das einzige Beispiel. Bogota hat den Verkehr verändert, Cali in die Sicherheit auf den Straßen investiert. Die Einheimischen glaubten, dass Veränderungen möglich sind und wurden ein Teil davon. Doch hinter der Fassade gibt es auch Probleme. Die Kriminalität ist nicht verschwunden, sie hat ihre Form verändert. Die Probleme von Armut, Korruption und Drogenhandel sind nicht verschwunden. Man bekämpft sie jetzt einfach auf andere Weise. Durch Wissen und gesellschaftliche Beteiligung. Dieser Weg ist nicht schnell, aber das Ergebnis ist sichtbar. Und er sagt, selbst die dunkelsten Orte können erstrahlen, wenn man Licht in sie bringt und nicht vergisst, wo der Weg begonnen hat. In Kolumbien hört man Musik nicht nur, man lebt in ihr. Hier klingt selbst ein gewöhnliches Gespräch wie eine Improvisation. Der Rhythmus begleitet alles. Der Morgen auf dem Markt, der Abend in der Bar, das Fest auf dem Platz. Das ist nicht einfach nur Hintergrund, das ist Teil der DNA der Nation. Jede Region des Landes hat ihre eigene musikalische Palette. In Cali herrscht die Salsa. Schnell, feurig, mit kraftvollen Bewegungen. An der Küste erklingt die Cumbia. Eine Mischung aus afrikanischen Trommeln, Flöten der Ureinwohner und spanischen Motiven. Und in den Bergen singt man Vallenato. Lieder über Liebe und Schmerz, begleitet vom Akkordeon. Musik hilft, Emotionen auszudrücken, besonders dort, wo Worte nicht ausreichen. Wenn es im Haus nichts zu essen gibt, wird gespielt. Wenn es draußen laut ist, wird gesungen. Es ist eine Form des Protests, der Freude, des Trostes. Viele Künstler stammen von hier. Shakira, Carlos Vives, J Balvin. Sie haben die kolumbianischen Rhythmen auf die Weltbühne gebracht. Musikschulen sind sogar in armen Vierteln. Staat und Freiwillige wissen, wenn ein Kind zur Trommel greift, greift es nicht zur Waffe. Festivals und Karnevale versammeln Tausende von Menschen und jeder von ihnen ist Teil eines lebendigen Konzerts. Sogar im Ausland erkennen Kolumbianer einander an der Melodie. Das ist ihre Sprache, ihre Seele, ihr Schutz.
Und vielleicht ist es genau diese Fähigkeit, jeden Zustand in einen Rhythmus zu verwandeln, der Grund, warum ein Land, das so viel Schmerz erlebt hat, so lebendig geblieben ist. Die Frauen Kolumbiens sind nicht einfach nur schön, sie sind ein kulturelles Phänomen. Selbstbewusst, stilvoll, charismatisch. Das Aussehen spielt eine Rolle, aber viel wichtiger ist, wie sie sich geben. Hier fällt eine Frau schon von weitem auf. Sie ist gepflegt, hat eine aufrechte Haltung und einen lebendigen Blick. Doch hinter dieser Grazie verbirgt sich ein starker Charakter. In Kolumbien lernt man schon von klein auf, Haltung zu bewahren. Make-up, Frisur, Kleidung, das ist kein Festtagsoutfit, sondern Teil der täglichen Routine. Sie legen Wert auf Details, denn das ist eine Art, Respekt vor sich selbst und anderen zu zeigen. Und vor der Situation. Doch trotz ihrer äußeren Offenheit vertrauen sie nicht dem Erstbesten. Jemandem die Telefonnummer zu geben, bedeutet nicht, eine Beziehung zu beginnen. Das kann einfach eine höfliche Geste sein, aus der sich nichts entwickelt. Ein Kennenlernen erfordert hier Taktgefühl. Ausländer machen oft den Fehler zu glauben, dass sie mit Geschenken, Luxus oder Versprechungen beeindrucken müssen. Doch in Kolumbien zählen andere Dinge mehr. Pünktlichkeit, die Fähigkeit zuzuhören, Fürsorge. Eine Frau nicht einzuladen, eine Chance zu verpassen, zu spät zu kommen, das kann das Interesse kosten. Die lokalen Traditionen sind immer noch stark. Höflichkeit und Galanterie werden hoch geschätzt. Der Mann öffnet die Tür, bezahlt das Abendessen, kümmert sich. Die Frauen sehen das nicht als Schwäche, sondern als Zeichen von Respekt. Genau deshalb verzeihen Kolumbianerinnen keine Banalitäten. Bist du banal, bist du uninteressant. Bist du aufmerksam, hast du eine Chance. Darin steckt nicht nur Romantik, sondern auch ein Spiegel der gesamten Kultur des Landes. Leuchtend, anspruchsvoll, lebendig. Kolumbien ist ein Land der Kontraste. In einem Viertel gibt es luxuriöse Wohnanlagen, privaten Sicherheitsdienst, Pools auf den Dächern. Im Nachbarviertel stehen selbstgebaute Häuser aus Metall. Es gibt keinen Strom und der Geruch von Straßenessen liegt in der Luft. Diese zwei Welten können nur durch eine einzige Straße voneinander getrennt sein. Die Reichen leben in bewachten Zonen, fahren Autos mit getönten Scheiben und entspannen sich in Country-Clubs. Die Armen überleben mit kleinen Verdiensten, arbeiten oft von morgens bis abends ohne freie Tage. Doch beide treffen sich auf den Märkten. In Bussen, auf den Straßen. Laut Angaben der nationalen Behörden lebt etwa 1/3 der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Die Arbeitslosenquote bleibt hoch. In ländlichen Gebieten gibt es immer noch Regionen ohne Strom, Schulen und medizinische Versorgung. Gleichzeitig werden in den großen Städten Einkaufszentren, exklusive Wohnviertel und teure Restaurants gebaut. Doch die Kolumbianer verstehen es, das Leben zu genießen. Selbst unter einfachsten Bedingungen finden sie Gründe zum Feiern. Musik, Fußball, Familienabende, Religion. All das gibt dem Leben einen Sinn. Es ist ein Land, in dem die Menschen lächeln, selbst wenn es schwer ist. Doch die Verwundbarkeit bleibt bestehen. Armut macht Menschen zu leichten Zielen für Kriminalität, Betrug, Taschendiebstahl, Täuschung. Das ist der Alltag. Aber selbst in dieser Ungleichheit lebt das Land lebendig, laut und beharrlich. Dieser Kontrast ist nicht einfach nur ein soziales Merkmal. Er ist Teil der Identität Kolumbiens. Schmerz und Freude gehen hier Hand in Hand. Und diese Grenze ist ganz real, auch wenn sie unsichtbar ist. Kolumbien ist ein Land, in dem sogar die Straßen klingen. Im Lärm der Stadt hört man den Beat. In der Bewegung der Menschen liegt ein Tanz, in ihrer Sprache Musik. Hier ist alles dem Rhythmus untergeordnet. Das Gespräch, der Gang, die Stimmung, sogar die Stille scheint eine Vorbereitung auf den nächsten Akkord zu sein. Musik ist eine universelle Sprache. Von den großen Städten bis zu den entlegenen Dörfern vereint sie Generationen und Gesellschaftsschichten. Kleine Kinder lernen auf, Trommeln zu spielen, noch bevor sie das Alphabet beherrschen. Erwachsene können sich ein Fest ohne Tanz nicht vorstellen. Die Alten singen Balladen zur Gitarre auf den Bänken. Kolumbien ist die Geburtsstätte vieler Genres: Reggaeton, Salsa, Cumbia, Vallenata, Champita. Jeder von ihnen ist eine ganze Geschichte. In den Rhythmen von Schmerz, Sklaverei, Freude, Befreiung, Trauer, Verlust und dem Licht der Hoffnung. Kein Wunder, dass hier Weltstars entstanden, deren Musik auf allen Kontinenten zu hören ist. Festivals finden das ganze Jahr über statt. Das sind nicht einfach Konzerte, eine Bekräftigung des Lebens. Es ist eine Art zu sagen, wir sind da. Sogar in den schwierigsten Gegenden, wo es kein Wasser und kein Licht gibt, erklingt Musik. Das ist die Seele des Landes. Und hier stellt sich die Frage, wie hat ein Volk, das so viel Schmerz erlebt hat, eine solche Leidenschaft für Klang bewahrt? Vielleicht ist es die Musik, die rettet. Vielleicht ist sie kein Schmuck, sondern Rüstung, Rhythmus. Keine Unterhaltung, sondern ein Überlebenswerkzeug. Deshalb klingt hier alles. Sogar Stille mit einem Vers, sogar Traurigkeit mit einer Melodie, sogar Kampf mit einem Tanz. Kolumbien besteht nicht nur aus Landschaften, Kaffee und Musik, sondern auch aus einer lebendigen Geschichte, die lange vor der Ankunft der Spanier begann. Auf seinem Territorium leben noch immer über 100 indigene Völker. Ihre Kultur ist keine Erinnerung, sondern gelebte Realität. Viele Stämme haben ihre Lebensweise in den letzten Jahrhunderten kaum verändert.
Der Kogi-Stamm in den Bergen der Sierra Nevada zum Beispiel lebt im Einklang mit der Natur und lehnt Technik ab. Sie glauben, dass die Welt auf einem Gleichgewicht beruht und dass Eingriffe in die Natur diese Ordnung stören. Sie haben ihre eigene Philosophie, ihr eigenes Erziehungssystem und sogar ihre eigenen Vorstellungen von Zeit. In den Tiefen des Amazonas kann man Stämme treffen, in denen bis heute aussterbende Sprachen gesprochen werden. Diese Völker geben ihr Wissen mündlich von Generation zu Generation weiter. Ihre Medizin basiert auf Pflanzen und Entscheidungen werden vom Ältestenrat getroffen. Archäologische Funde beweisen, dass Menschen hier schon vor mehr als 14.000 Jahren lebten. Spuren ihrer Existenz finden sich in Felszeichnungen, rituellen Masken und Keramiken. Viele Artefakte sind bis heute nicht entschlüsselt. Leider verschwinden mit jedem Jahr sowohl Völker als auch Sprachen. Der Druck der Zivilisation, die Abholzung der Wälder, Rohstoffgewinnung und der Tourismus tragen dazu bei. All das bedroht die Kultur, doch diejenigen, die bleiben, bewahren Geheimnisse. Und vielleicht verbergen sich gerade unter diesen Völkern, den Vergessenen und Weisesten, die größten Mysterien. Hier verbergen sich Antworten auf Fragen, die sich die moderne Welt nicht einmal zu stellen wagt. Die meisten Touristen, die nach Kolumbien kommen, beschränken sich auf ein paar Städte, Strände und Ausflüge. Doch das wahre Land liegt jenseits der beliebten Routen. Dort, wo es keine Wegweiser gibt, kein WLAN, nicht einmal Straßen, genau dort offenbart sich ein anderes Kolumbien. In den Bergen leben Bauern, die ihren Kaffee auf dem Holzfeuer kochen und ihr Dorf seit Jahrzehnten nicht verlassen haben. Im Dschungel gibt es Fischerdörfer, in denen das Fischen kein Hobby, sondern eine Überlebensweise ist. Im Nordosten liegt die Wüste Guajira, Heimat des Wayuu-Stammes. Dort lernen Kinder beim Schein des Lagerfeuers lesen und Wasser wird aus einem Brunnen geholt, der eine Meile entfernt ist. Es gibt Orte, die man ohne Regierungsgenehmigung nicht betreten darf. Zum Beispiel der Nationalpark Chiribiquete, einer der unzugänglichsten überhaupt. Dort sind tausende prähistorischer Zeichnungen verborgen, die tausende Jahre alt sind. Ihre Urheber sind unbekannt. Einige Szenen geben Archäologen bis heute Rätsel auf. Und in Regionen ohne Touristenhotels kann man unglaubliche Gastfreundschaft erleben. Die Menschen laden einen zu sich nach Hause ein, bewirten einen und erzählen Geschichten. Hier gibt es keine Falschheit, nur die Realität. Hart, einfach, ehrlich. Dies ist das ungeschönte Kolumbien. Sie ist nicht für Fotos, nicht für Instagram. Sie ist für diejenigen, die die Wahrheit suchen. Und je tiefer man ins Land vordringt, desto mehr versteht man. Alles, was wir darüber wussten, ist nur die Oberfläche. Wir sind durch Berge, Flüsse, Städte, Stämme und Rhythmen gegangen, haben Armut und Luxus, Schönheit und Schmerz, Vergangenheit und Zukunft gesehen. Doch all das sind Teile eines Ganzen. Also was ist das größte Geheimnis Kolumbiens? Das Geheimnis liegt nicht in der Natur, obwohl sie hier atemberaubend ist. Nicht in den Frauen, obwohl sie bezaubern. Nicht im Tanz, obwohl er mitreißt. Das wahre Geheimnis Kolumbiens liegt in ihrer Fähigkeit, lebendig zu sein, trotz allem. Das ist ein Land, das den Drogenkrieg, Korruption und Armut überstanden hat, das mehr als einmal am Abgrund stand. Und jedes Mal fand es die Kraft zu lächeln. Die Menschen hier leben nicht nach Lehrbuch, sie leben nach Intuition. Es ist nicht immer leicht für sie, aber sie geben nicht auf. Es mag scheinen, als sei Kolumbien ein Land der Extreme, doch in Wahrheit ist es ein Land des Gleichgewichts. Ein Gleichgewicht zwischen Schmerz und Fest, zwischen Angst und Hoffnung. Und in diesem Gleichgewicht liegt ihre Stärke. Hier kann man sich verlieren und sich selbst finden. Man kann einen Kulturschock erleben und für immer bleiben. Man kann nicht verstehen und sich verlieben. Genau das macht Kolumbien echt. Nicht perfekt, nicht glänzend, aber lebendig. Und ein lebendiges Land ist immer ein Rätsel, weil es sich nicht erklären lässt. Man kann sie nur fühlen.